zweite große Sehenswürdigkeit im schottischen St. Andrews sind neben dem Castle die eindrucksvollen Ruinen der einstigen Kathedrale. Die Geschichte des Gotteshauses hat ihre Wurzeln im 8. Jahrhundert. Damals sollen die Gebeine des Apostels Andreas hierher gebracht worden sein. Im Jahr 1070 gründeten Augustiner Chorherren die St. Andrews Priory. Der Schrein, in welchem die Gebeine des heiligen Andreas ruhten, wurde bei Pilgern immer beliebter. Dies mündete darin, dass die bisherige Kirche, die St. Rule's Church, aus allen Nähten platzte. Auch ihr Ausbau zwischen 1130 und 1140 änderte daran wenig. Von der romanischen Kirche sind heute noch der 33 Meter hohe Turm und der Paternoster erhalten. Letzterer hat allerdings nur noch sehr kleine Ausmaße. Der Turm kann übrigens bestiegen werden und bietet eine tolle Aussicht über die Stadt und die Meeresküste. Im Jahr 1158 veranlasste Bischof Arnold schließlich den Bau der Kathedrale. Dieser sollte sich über 150 Jahre hinziehen. Als erster Bauabschnitt war der Chor fertiggestellt. Das war 1238. Ein Sturm im Jahr 1272 verursachte erhebliche Schäden an der Baustelle, weshalb es weitere Verzögerungen gab. 1318 war das beeindruckende Bauwerk dann endlich fertiggestellt und wurde in Gegenwart von König Robert the Bruce geweiht. Die Kathedrale verfügte über einen zentralen Turm und 6 weitere Türme. Noch erhalten sind die 2 im Osten und einer der beiden Westtürme. 1378 zerstörte ein Brand Teile des Gebäudes. Die Restaurierung der Kathedrale, inklusive einiger Verschönerungen, waren 1440 abgeschlossen. Dann kam die Reformation. Aufgehetzt durch die Predigt von John Knox zog ein protestantischer Mob plündernd über das Gelände der Kathedrale. Das Innere des Gotteshauses wurde dabei vollkommen zerstört. Nach diesem Angriff begann die St. Andrews Cathedral zu verfallen. Ab 1561 war der Ort dann vollständig verlassen und diente als Steinbruch für die Stadt. Erst 1826 begann man mit Sicherungs- und Restaurierungsmaßnahmen, um die verbliebenen Ruinen zu erhalten. Seither werden sie mit großer Sorgfalt gepflegt. Auf dem Areal der Kathedrale gibt es ein kleines Museum, in welchem einige interessante Fundstücke ausgestellt sind.